Welche Rolle spielen Texte in euren Songs? Wörter und Sprache sind schon sehr wichtig, also auch in unserer Musik, auch wenn man das vielleicht auf den ersten Blick jetzt nicht so sehen mag, aber es sind halt oft sehr prägnante Schlachtrufe in dem Sinne, also kurze Sätze, kurze Zeilen, die aber trotzdem enorm wichtig sind, weil ohne diesen Sprachanteil in unserer Musik wäre das nichts Guter. Das ist so das Markenzeichen eigentlich auch. Ist Sprache wichtig? Sprache, Wörter sind, ja, eigentlich finde ich die Grundlage des menschlichen Zusammenlebens. Die meisten Ehen scheitern daran, dass man nicht genug miteinander spricht. Und auch Freundschaften oder so. Ich glaube, diese Kommunikation ist das A und O im sozialen Zusammenleben von Menschen. Und da gibt es unheimlich viele Missverständnisse treten auf, wenn man eben nicht kommuniziert. Ist dir das Lernen früher leicht gefallen? Also das Lernen ist mir teilweise sehr schwer gefallen, einfach aufgrund von Desinteresse. Also ich finde, man kann nur etwas lernen, wenn man sich auch dafür interessiert oder zumindest eine Motivation aufbringt. Und wenn das so um Naturwissenschaften ging, die mich einfach von Grund auf nicht interessiert haben und auch nie interessieren werden, also Mathe, Chemie, Physik, waren das für mich irgendwie, ja, ein Buch mit 7 Siegeln und ich war immer schlecht und zum Glück konnte man sich da so drumherum manövrieren, indem man dann andere Schwerpunkte gesetzt hat. Kannst du dir dein Leben ohne Lesen und Schreiben vorstellen? Das wäre schwierig. Also gerade im heutigen Zeitalter von SMS, E-Mail und so weiter, darüber läuft ja die wesentliche, auch geschäftliche Kommunikation. Also wenn man jetzt jeden Einzelnen ständig anruft, also das ist schon sehr mühsam. Dann weiter geht's, wenn ich hier im Studio sitze, schreibe meine Texte. Das wäre auch schwierig, also das ginge gar nicht. Weil ich mache das ja oft, dass ich anfange mit irgendwelchen Versuchen, mache irgendwelche so Kladdeltexte, die man dann wieder überarbeitet und dann greife ich auf alte Sachen zurück, die ich schon mal aufgeschrieben habe und das könnte man sich alles gar nicht merken, also das wäre unmöglich. Ist es peinlich, nicht so gut lesen und schreiben zu können? Wieso sollte einem das peinlich sein? Kann da offen mit umgehen und kann sagen, Mensch, ich muss da jetzt was dran ändern. Also es ist viel wichtiger, sich irgendwie zu motivieren und nicht immer darüber nachzudenken, was andere denken können oder dass einem etwas peinlich ist. Also uns war noch nie etwas peinlich. Da werden dann immer irgendwelche Regeln aufgestellt, so in der Gesellschaft, dieses und jenes macht man nicht und furchtbar. Also da kann ich mich nur drüber aufregen. Wie gehst du mit Kritik um? Also jetzt in meinem speziellen Fall war es so, dass gerade negative Kritik mich eher angespornt hat, so nach dem Motto jetzt erst recht. Also es hatte eher im Nachhinein eine positive Wirkung. Ich weiß nicht, wie das jetzt ist, wenn man zum Beispiel als Analphabet eben lesen und schreiben lernen will, inwieweit man da negativer Kritik jetzt ausgesetzt ist oder wie man das ummünzen kann. Aber für mich ist es immer so gewesen, dass man eben gerade durch Ablehnung oder so, hat das bei mir immer so eine Trotzreaktion hervorgerufen. So nach dem Motto, so, jetzt werde ich euch das mal zeigen oder wartet mal ab. Also das fing schon an in der Schule, als ich davon immer gesprochen habe, ich werde irgendwann mal berühmter Musiker und dann wird man ja in der Regel erstmal ausgelacht, so nach dem Motto, du spinnst ja. Aber das hat bei mir immer genau das Gegenteil ausgelöst, eben eine Motivation, es erst recht zu machen und nicht mich davon irgendwie in irgendeiner Form abbringen zu lassen. Und wie man das jetzt ummünzen kann, vielleicht sagt man einfach zu sich, ich habe jetzt die Schnauze voll, ich will auch ganz normal lesen können, ich möchte auch mal Sachen aufschreiben und habe keine Lust, mich immer zu verstecken, dass man da einfach ganz offensiv rangeht.